Kaum eine Plattform wird auf YouTube gerade so aggressiv beworben wie Launch. Dabei geht es in erster Linie um Cashback-Aktionen, Vor-Ort-Besuche, Renditejäger-Rhetorik und ein Framing, welches Risiko als Chance vermarktet. Aus diesem Grund schauen wir uns heute mal im Detail das Risikoprofil einer Plattform an, die auf einigen Kanälen sogar als Cash-Cow vermarktet wird und wie viel Substanz hier tatsächlich vorhanden ist. Und ich sage es gleich vorweg, der Kontrast zwischen dem weitestgehend Affiliate-getriebenen Marketing und meiner persönlichen Risikobewertung, der könnte größer kaum sein. Insofern würde ich euch bitten, bis zum Ende dran zu bleiben und sich das Video bis zum Ende anzusehen, wenn ihr eine fundierte Anlageentscheidung zu Launch treffen wollt. In diesem Sinne, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Launch ist ein 2022 gegründeter Peer-to-Peer-Marktplatz, auf dem Anleger seit Ende 2023 in kurzlaufende Konsumkredite aus Südostasien investieren können. Bis März wurde die Plattform noch von der ungarischen RiseTech betrieben. Danach wechselte der Geschäftssitz der operativ verantwortlichen Gesellschaft nach Kroatien. Sowohl die Plattform als auch sämtliche Kreditgeber gehören dem in Singapur ansässigen Unternehmen Fingula, das im Oktober 2021 gegründet worden ist und das 3 Jahre später öffentlich kommunizierte, eine Beteiligung an Launch zu erwerben. Somit steht am Ende derselbe Konzern auf beiden Seiten des Geschäfts. Er betreibt den Marktplatz und er stellt die Kreditgeber, dessen Kredite dort verkauft werden. Zu den Eigentümern von Fingula und warum deren Vergangenheit bereits zu Millionen Verlusten für Peer-to-Peer-Anleger geführt haben, kommen wir später noch zu sprechen. Meine Risikobewertung von Launch habe ich in mehrere Abschnitte unterteilt, wobei wir mein neues Risikoscore-Modell als Leitplanke verwenden werden. Launch wird seit März diesen Jahres von einem Unternehmen mit Sitz in Kroatien betrieben. Die Plattform wird demnach durch keine Finanzaufsicht kontrolliert und muss auch keine Eigenkapitalanforderungen oder Compliance-Pflichten gegenüber einer staatlichen Behörde erfüllen. Im Rahmen meines neuen Risikoscore-Modells sind das demnach 0 Punkte im Bereich Regulierung und Lizenz. Auch im Bereich finanzielle Stabilität gibt es keine Punkte für Launch, da bislang noch keine Jahresabschlüsse veröffentlicht worden sind, weder für das ungarische Unternehmen und auch nicht für die kroatische Gesellschaft. Aussagen zur Profitabilität, zur Eigenkapitalausstattung oder zur Frage, ob die Plattform ihre Kosten aus dem laufenden Geschäft abdecken kann, sind daher nicht möglich. Bekannt ist lediglich, dass die kroatische Gesellschaft mit einem Stammkapital von 5.000 € ausgestattet ist. Das ist der Mindestrahmen einer DOO und trägt im Insolvenzfall nichts zur Deckung von Anlegeransprüchen bei. Zwar gibt es keine Gruppengarantie bei Launch, dennoch könnte man aber argumentieren, dass die finanzielle Stabilität der Fingula-Gruppe deutlich wichtiger sei. Das Problem, auch auf Gruppenebene sind bislang noch keine konsolidierten und geprüften Gruppenabschlüsse veröffentlicht worden. Insofern lässt sich auch die finanzielle Verfassung der Gruppe nicht als Ganzes beurteilen. Zugegeben, kein besonders guter Start, aber dafür wird die Plattform jetzt sicherlich einige Transparenzpunkte mit der Statistikseite sammeln, bei der es Angaben zum verwalteten Portfolio und der Performance des Kreditportfolios gibt. Oder? Kurze Antwort, nein, auch hier kann Launch keine der 3 relativ einfachen Anforderungen erfüllen. Alles, was Investoren bekommen, sind ein paar Kennzahlen zur Investorenzahl und dem Investitionsvolumen auf dem hauseigenen Blog. Zu wenig für die Anforderungen meines Scoring-Modells, von daher gibt es erneut keine Punkte. Und ohne Angaben zum Kreditportfolio kann es auch keine Punkte für deren vermeintliche Performance geben. Dafür erhält Launch allerdings 10 Punkte, da bislang noch keine Verluste für Investoren dokumentiert worden sind. Die Historie von Launch ist mit weniger als 3 Jahren noch relativ kurz, entsprechend gibt es nur 2 Punkte für den Track Record und einen Punkt für 15.000 angemeldete Investoren. Beim Verhalten in Krisensituationen gibt es ebenfalls nur 4 von maximal 12 möglichen Punkten, da Investoren mehr als 3 Monate lang nicht auf ihre Gelder zugreifen konnten. Hintergrund ist hierbei eine Entscheidung der polnischen Finanzaufsicht KNF vom 21. Januar 2026, bei der man dem Unternehmen Quico, dem Zahlungspartner von Launch, die Lizenz als Zahlungsdienstleister entzogen hatte. In der Folge waren die Auszahlungen über mehrere Monate bis Ende April überhaupt nicht oder nur eingeschränkt möglich.
Launch führte die Verzögerung auf verschärfte AML- und Compliance-Anforderungen der neuen Zahlungsdienstleister zurück, die technische Integration und die parallel laufende Gründung der neuen kroatischen Gesellschaft. Auch wenn diese Erklärung plausibel erscheint und in den zeitlichen Rahmen passt, für die Risikobewertung bleibt festzuhalten, dass Anlegern mehr als 3 Monate lang der Zugriff auf das eigene Kapital verwehrt geblieben ist. Der Auslöser mag außerhalb der Kontrolle von Launch gelegen haben, die Konsequenz für Anleger war es hingegen nicht. Dass sich manche Influencer genau während dieses Zeitraums in Malaysia bei Fingula und dessen Kreditgebern befunden haben, der Auszahlungsstopp jedoch mit keiner Silbe angesprochen wurde, ist für sich genommen schon eine erstaunliche Auslassung zentraler Risiken. Alle, die es mit Launch halten, die müssen jetzt nochmal ganz tapfer sein, denn wir müssen am Ende von dem ohnehin schon sehr geringen Score jetzt auch nochmal ein paar Punkte abziehen. Bislang gab es auf der Plattform zwar noch keine Kapitalverluste für Investoren, was auch mit 10 Punkten honoriert worden ist. Die Gründer und Eigentümer von Fingula, die sind in der Vergangenheit jedoch schon für Millionenverluste bei Peer-to-Peer-Investoren verantwortlich gewesen. Die Rede ist hierbei von Maxim Tschernutschenko, dem ehemaligen Gründer und Ex-CEO von Cashwagon, der jetzt als Gründer und Miteigentümer von Fingula aktiv ist. Cashwagon refinanzierte sich eine Zeit lang über Mintos und betrieb Kreditgeber auf den Philippinen, in Vietnam und in Indonesien. Im Juni 2020 stoppten dann die Aktivitäten in allen 3 Ländern, nachdem Behörden Ermittlungen eingeleitet und Konten eingefroren hatten. Im Raum standen Vorwürfe überhöhter Zinsen und aggressiver Inkassobraktiken, sodass in der Folge alle 3 Kreditgeber ausgefallen sind. In diesem Jahr sind die Forderungen von Mintos endgültig abgeschrieben worden, mit einem realisierten Verlust für Investoren von ca. 6 Millionen Euro. Tschernutschenko und Vertreter der Gruppe argumentieren, dass die Probleme eine Folge regulatorischer Eingriffe, der Corona-Pandemie und externer Umstände gewesen seien, nicht aber ein Ausdruck von eigenem Fehlverhalten. Unabhängig von der Schuldfrage ändert das aber nichts an der Relevanz für die Bewertung von Launch. Faktisch führt heute dieselbe Person eine Gruppe an, die erneut südostasiatische Konsumkredite an europäische Privatanleger vermittelt, diesmal jedoch ohne Zwischenschaltung eines regulierten Marktplatzes und ohne veröffentlichte Abschlüsse. Wer bei Launch investiert, der vertraut demnach derselben Konstellation ein zweites Mal, jedoch mit schwächeren Transparenzbedingungen als beim ersten Mal. Die Frage, ob dieser Umstand von manchen Influencern angesprochen oder aber in irgendeiner Art und Weise aufgegriffen worden ist, lasse ich jetzt mal unkommentiert im Raum stehen. Schauen wir stattdessen auf den finalen Gesamtscore, wenn es um das zu bewertende Plattformrisiko geht. Launch schafft es demnach auf 0,7 von 10 möglichen Punkten, womit man sich vor Nibble und Credon einordnet, also 2 bereits inaktiven Plattformen. Bereinigt wäre das somit ein eindeutiger letzter Platz, sogar noch hinter Plattformen wie Crowdestor, Estate Guru oder High5. Um das Bild abzurunden, schauen wir uns am Ende auch noch kurz die jeweiligen Kreditgeber auf dem Marktplatz an und ob es hier vielleicht noch etwas Hoffnung gibt. Über Amanna müssen wir nicht viele Worte verlieren, da hier seit März keine neuen Kredite mehr angeboten werden und der letzte Jahresabschluss aus dem Geschäftsjahr 2023 stammt. AHPay ist ein malaysischer Buy Now Pay Later Anbieter, der erst im Mai 2024 gegründet worden ist. Letztes Jahr gab es einen Verlust von rund 824.000 Euro und das Eigenkapital ist mit minus 16% der Bilanzsumme negativ gewesen. Die Refinanzierung erfolgt zu 96% über Gruppengesellschaften und die Portfolioqualität lässt sich nicht bewerten, weil der Abschluss das Bruttokreditportfolio nicht ausweist. Bleibt also noch Tambadana, ein malaysischer Anbieter für kurzfristige Konsumkredite. 2024 gab es einen ausgewiesenen Gewinn, nachdem der Verlust im Jahr zuvor bei 3,45 Millionen Euro lag. Auffällig ist hier die Portfolioqualität, die mit 27,6% des Bruttokreditportfolios wertberichtigt ist, bei einem Umsatzsprung von 1,7 Millionen auf 26,4 Millionen Euro innerhalb eines Jahres. Ein schnelles Wachstum also, das mit einem hohen Wertberichtigungsaufwand erkauft wurde. Das Scoring von 53 Punkten ist damit für die 2024er Zahlen als unterdurchschnittlich einzuordnen. Ich denke, die Informationen, die sprechen bislang für sich. Kommen wir dennoch zu einem kurzen Fazit. Launch ist kein klassischer Peer-to-Peer-Marktplatz, sondern der Refinanzierungskanal einer Gruppe für ihre eigenen Kreditgeber.
Das ist an sich kein Problem, Plattformen wie Peerberry oder Robocash funktionieren strukturell relativ ähnlich. Der Unterschied, der liegt in dem, was die Gruppe offenlegt und welche Vergangenheit diese besitzt. Launch hat bis heute keine geprüften Jahresabschlüsse veröffentlicht, weder für den alten Plattformbetreiber noch für den neuen. Hinzu kommt die Vorgeschichte vom Fingula-Gründer, dessen vorherige Tätigkeit bei Cashwagon zu einer Abschreibung im Millionenbereich für Mintos-Anleger führte. Und während etablierte Plattformen ihre Zahlungsinfrastruktur auf mehrere Anbieter verteilen, hing bei Launch der komplette Zahlungsverkehr an einem einzigen Dienstleister, dessen Lizenzentzug 3 Monate lang jeden Zugriff auf Anlegergelder blockierte. In einem anderen Video zu Launch wurde gesagt, dass wenn es einen stabilen Track Record geben würde, man als Anleger bei Launch keine 15 bis 16% verdienen würde, sondern nur 7 bis 8%, wodurch die Risikoperspektive in eine Chancenerzählung umgedeutet wird. Die ehrlichere Formulierung wäre gewesen, dass die 15 bis 16% der Preis dafür sind, den der Markt für genau dieses Risiko verlangt. Dass aus einer Risikoprämie ein FOMO-Argument gemacht wird, ist ein rhetorischer Kniff, den hoffentlich viele Anleger spätestens nach diesem Video durchschaut haben sollten. Für mich persönlich steht fest, dass ich aufgrund der Gesamtbewertung kein persönliches Investment bei Launch anstreben werde und ich würde auch allen bereits investierten Investoren nahelegen, sich nochmal ganz genau mit den einzelnen Risiken vertraut zu machen. Die gute Nachricht zum Schluss: Nicht alle Plattformen sind per se schlecht. Deshalb schaut euch gerne die Erfahrungsberichte auf meinem Blog an und trefft informierte Investmententscheidungen, statt euch von Cashback-Aktionen, hohen Renditen und Influencer-Marketing leiten zu lassen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr weitere Videos zum Thema Peer-to-Peer-Kredite sehen wollt, und dann sehen wir uns hoffentlich schon beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.